Wir brauchen einen Neustart für die private Altersvorsorge. Die Riester-Rente muss grundlegend reformiert werden oder gar abgeschafft werden. Im Jahr 2001 wurde die Riester-Rente beschlossen und sie wurde eingeführt. 20 Jahre danach müssen wir feststellen, dass sie nicht funktioniert hat. Nur ein geringer Teil, etwa 25% der Menschen, haben eine Riester-Rente abgeschlossen und insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen haben eine noch niedrigere Quote. Das heißt, wir brauchen einen Neustart für die private Altersvorsorge. Das Hauptproblem bei der Riester-Rente ist es, dass die Verbreitung nicht weit genug ist. Dazu kommt noch, dass die Verbreitung sehr selektiv ist. Das heißt, insbesondere Menschen mit höheren Einkommen und besserer Bildung haben einen Vertrag abgeschlossen, aber Menschen, die insbesondere später von Altersarmut bedroht sind, also Menschen mit geringem Einkommen, mit geringer Bildung, die haben sehr unterproportional, also sehr wenige Riester-Verträge abgeschlossen. Man hat Leute mit geringeren Einkommen nicht erreicht, weil das System freiwillig war und nicht obligatorisch. Menschen mit geringem Einkommen während der Erwerbsphase müssen jeden Euro umdrehen. Deswegen werden sie sich sehr gut überlegen, ob sie das wirklich freiwillig in eine Vorsorge reinstecken. Daher ist es wichtig, dass es verpflichtend ist, aber gleichzeitig auch vom Staat unterstützt wird, dass diese Leute sich das leisten können. Insbesondere ist es wichtig, dass die private Vorsorge obligatorisch ist. Das heißt, dass alle Menschen in das System auch einbezahlen. Für Menschen mit geringem Einkommen oder unter Erwerbsunterbrechung kann das schwierig sein, das finanziell zu leisten. Und hier muss der Staat eingreifen und die Leute unterstützen. Die private Vorsorge in Schweden ist obligatorisch. Das heißt, alle Menschen zahlen in dieses Vorsorgesystem ein. Es wird vom Staat koordiniert. Es gibt unterschiedliche Verträge, die man abschließen kann, aber es gibt ein Standardprodukt. Dieses Standardprodukt ist sehr einfach, hat in den letzten Jahren eine gute Rendite erzielt und deswegen ist das ein Weg, in den man gehen könnte.